Moin Moin, ich bin Kai vom Steine-Kanal und heute mal wieder eine Eilmeldung. Dies bedeutet, dass in Kürze wieder der Vorverkauf einer neuen Limited Edition bei Kobi startet. Dieses Mal geht es um das Kobi-Set mit der Nummer 2656, dem Sonder-Kfz 222 vs. TKS. Der Vorverkauf beginnt auch schon bereits morgen am 3. Februar. In der Regel findet das immer so in den Vormittagsstunden bis zum Mittag statt. Der Vorverkauf selbst findet nur auf den offiziellen Kobi Online-Shop-Seiten statt, also beispielsweise auf kobi.eu, kobitoys.de oder auch die polnische Version auf kobi.pl. Wenn ihr auf der Kobi-Seite seid und nach dem Set schauen wollt, denkt daran, dass ihr als erstes oben links auf Military schaltet. So, kommen wir kurz zur Übersicht, was es denn dieses Mal in der Limited Edition gibt. Und zwar gibt es 2 Fahrzeuge. Diese gibt es auch einzeln in einer Standard-Edition später noch zu kaufen. Das Ganze wird gebaut im Maßstab 1:28 und besteht aus 894 Teilen. Übrigens, das, was ihr hier gerade im Hintergrund seht, ist der Steine-Kanal-Blog. Den Link dazu findet ihr auch nochmal in der Videobeschreibung. Dort könnt ihr auch nochmal alles zur Limited Edition nachlesen. Die beiden Sets stammen aus der Anfangszeit des Zweiten Weltkriegs. Und hier im Hintergrund sehen wir mal ein Originalbild, und zwar das Sonder-Kfz 222, hier natürlich in Schwarz-Weiß, aber das Ganze wird wohl eine Sandfarbe sein vom deutschen Afrika-Korps. Die Farbe in der Limited Edition ist eine Tricolor-Tarnung. Viele hatten sich auch für die Standard-Edition eine Sandfarbe gewünscht, möglicherweise bekommen wir das Set ja noch später. Aktuell ist es aber noch in einer anderen Farbe angekündigt, dazu gleich mehr. Die Minifigur ist dem Leutnant Hubert Gruber aus der Serie Allo Allo nachempfunden. Diese ist dann übrigens identisch mit der Minifigur in der Standard-Edition, die später erscheint. Daneben ist dann noch die TKS, ein polnischer Kleinpanzer, enthalten. Hierbei handelt es sich ebenfalls um eine Tricolor-Tarnung. Bei der Minifigur handelt es sich um einen polnischen Tanketten-Commander. Als zusätzliches Extra in der Limited Edition haben wir dann hier noch einen polnischen Kavalleristen samt Pferd und den Sattel hierzu. Das ist ein neues Teil bei Kobi, das ist dann das erste Mal in dieser Limited Edition hinzugefügt worden. Der Preis ist noch nicht bekannt, der ist dann erst ersichtlich, sobald das Set auf den Kobi Online-Shop-Seiten gelistet ist. Ich gehe mal davon aus, dass wir bei 894 Teilen so zwischen 80 und 90 Euro liegen werden, wobei dann während der Vorverkaufsphase noch in der Regel von Kobi ein 10% Rabatt gewährt wird. Die Vorverkaufsphase läuft circa immer 2 bis 3 Wochen, beziehungsweise so lange, bis das Set vergriffen ist. Natürlich gibt es zur Limited Edition auch wieder ein lasergraviertes Typenschild mit der Nummer der Kaufreihenfolge sowie ein unterschriebenes Zertifikat vom Kobi CEO Robert Pottels. In einer der vorangegangenen Limited Editions wurde das Zertifikat samt lasergravierten Typenschild in einer Papphülle ausgeliefert. Da haben einige das lasergravierte Typenschild einfach übersehen und samt Papphülle entsorgt. Damit dies nicht wieder geschehen kann, ist seit der letzten Limited Edition das Ganze wieder in einer Klarsichthülle enthalten und voraussichtlich wird dies auch wieder so bei dieser Limited Edition sein. Den Tipp hat mir Lars gegeben, vielen Dank an dieser Stelle dafür, da ich mir die letzte Limited Edition selbst nicht zugelegt habe. Hier seht ihr das Sonder-Kfz 222 in der Standard-Edition. Die Setnummer wird dann die 2657 sein. Das Ganze wird aus 502 Teilen bestehen und eine Minifigur beinhalten. Wie ihr sehen könnt, ist das die gleiche Minifigur wie bei der Limited Edition. Wie wir sehen können, ist das Ganze hier auch natürlich wieder Maßstab 1:28 und wir haben hier als Steinfarbe dunkelgrau. Erscheinen soll das Set, wie ihr sehen könnt, im März 2025, aber das genaue Datum und auch der Preis sind leider noch nicht bekannt. Daher das Ganze hier bei mir im Onlineshop erstmal nur als Ankündigung. Sobald Preis und Termin bekannt sind, werde ich das Ganze dann auch vorbestellbar machen. An dieser Stelle mal die Frage, welche Farbe gefällt euch besser? Die Tricolor-Tarnung der Limited Edition oder das Dunkelgrau aus der Standard-Edition? Ich habe hier schon bei einigen Kommentaren unter meinen Videos oder auch auf Social-Media-Seiten gelesen, dass vielen diese Farbe der Standard-Edition besser gefällt.
Die Tankette gibt es auch als Standard-Edition, hier aber nicht als TKS-Version, sondern als Tankette TK3. Das Ganze trägt dann die Setnummer 2658 und besteht aus 318 Teilen und einer Minifigur. Natürlich auch wieder im Maßstab 1:28 gehalten, und wir haben auch wieder keine Tricolor-Tarnung, sondern eine einfache einfarbige Tarnung. Das Ganze ist hier dann aber ein 2-in-1-Set, aber die Form und Bauweise scheint hier exakt identisch zur TKS zu sein. Egal ob Limited Edition oder Standard Edition, das Ganze ist hier natürlich auch wieder alles pad-printed, also es wird keinerlei Aufkleber geben. Ob wie bei der letzten Limited Edition hier auch wieder ein Teiletrenner beiliegen wird, ist noch nicht bekannt. Ich habe selbst die letzte Limited Edition ausgelassen, deswegen kann ich selbst zum Teiletrenner noch nicht sagen. Wer den schon in der Hand hatte oder auch mal benutzt hat, kann er mal gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr den findet und ob der auch brauchbar ist. So, dann nochmal ein Hinweis auf den Blog auf steine-kanal.de. Dort haben wir jetzt auch eine Übersicht aller Limited Editions von Kobi für das Jahr 2025. Da haben wir nochmal ein paar allgemeine Informationen zu Limited Editions und dann haben wir hier auch schon mal die aktuellen bekannten letzten 2 Limited Editions aufgeführt. Sobald weitere hinzukommen, werden wir dann diesen Beitrag noch erweitern. Am unteren Ende ist ein Scrollbalken, da müsst ihr dann hier noch etwas hin und her scrollen. Es ist noch nicht alles gleichzeitig auf dem Bildschirm ersichtlich. Und auch für das Jahr 2024 haben wir eine Übersicht aller Limited Editions. Falls ihr da nochmal irgendetwas nachschauen oder recherchieren wollt, da könnt ihr dann nochmal alle Details hier in der Übersichtsliste sehen. Die Links hierzu findet ihr auch in der Videobeschreibung. Wenn ihr auch weiterhin auf dem Laufenden bleiben möchtet, was alles rund um Kobi passiert, dann hinterlasst, falls noch nicht geschehen, ein Abo. Über einen Daumen rauf würde ich mich sehr freuen und hinterlasst auch gerne einen Kommentar. In Kürze geht es dann hier auf dem Steine-Kanal weiter mit den Kobi-Neuheiten für den Monat Februar 2025 und dann folgen auch in Kürze noch die Kobi News Nummer 87 mit weiteren Neuheiten. Zusätzlich zeige ich euch dann immer noch mal ein paar Kleinigkeiten von der Nürnberger Spielwarenmesse. Und an dieser Stelle habe ich dann wie immer noch 2 Videoempfehlungen für euch. Dann danke ich euch recht herzlich fürs Zuschauen und verbleibe bis zum nächsten Video. Auf Wiedersehen.